Oh, schon wieder mit Hand fokussieren. Das muss elektronisch gehen. Ein Motor muss her. Hallo, willkommen in meinem Kanal. Wie versprochen nun den Finn über den Autofokus-Motor für mein Valimix 800. Viele kaufen das Objektiv, versuchen es mit der Hand zu fokussieren und es ist wirklich fast unmöglich, damit einen guten Fokus zu erreichen. So habe ich mir Gedanken gemacht, einen Motor zu bauen, der dies übernimmt, und habe auch eine Lösung gefunden und habe einen gebaut mit der Arduino-Steuerung. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. So, dann fangen wir mal an. Zuerst, was braucht ihr? Ihr braucht Zahnräder, das große hier und hier das kleine. Die Zahnräder verlinke ich euch in der Beschreibung. So braucht ihr die bloß runterzuladen und könnt sie drucken lassen oder euch selbst drucken. Ihr braucht die Motorhalterung, Winkel und Vierer Schrauben, Fünfer Schrauben, Vierer Schrauben, Dreier Schrauben und ich glaube, das sind zwei Fünfer Schrauben, um das alles fest zu montieren. So, dann braucht ihr so eine Schiene. Verlinke ich alles in der Beschreibung, was ihr braucht. Die ist 20 cm groß. Dann braucht ihr diese Schiene, die ist auch 20 cm groß, aber sie hat auch so eine Art Schraubstock, dass man das auch festmachen kann. Hier drauf wird später die Kamera montiert und das kommt auf Stativ drauf und das dann drauf und man kann den Motor bedienen. So, wir gehen jetzt mal. Was braucht ihr noch? Eine Hauptplatine, die kostet so an die 6 Euro, auch verlinkt. Ihr braucht einen Arduino Nano, der kostet auch so 5 Euro. Man kann es meistens in Dreierpack kaufen, weil es zu billig ist wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Dann braucht ihr einen Potentiometer, das ist ein 10 Kiloohm Potentiometer, ein linearer. Dann braucht ihr Lüsterklemmen, eventuell ein Messgerät, damit man nicht durcheinander wird, damit ihr die richtige Ader erwischt, wenn ihr verdrahtet. Das ist ein ganz billiges. Gebt mir bitte ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Danke. Da, eine Dose, die habe ich gekauft in Woolworth. Und kostet so 1 Euro für die Fernbedienung. Da kommt der Potentiometer rein und 2 Taster, die habe ich mir auch bei Amazon gekauft, haben gekostet, glaube ich, 5-6 Euro zusammen, aus Metall. Eine Butterdose oder ich weiß auch nicht, was das ist, auch gekauft Woolworth für 1 Euro. Habe ich was vergessen? Glaube nicht, aber jetzt machen wir mal die Box auf, damit man da reingucken kann. Das hat sehr wenig Gewicht, also das ist kein Problem. Ja, so eine Dose zu nehmen, die man so aufklappen kann. Das wiegt bloß ein paar Gramm, das Zeug. So, jetzt ist geöffnet. Jetzt kann man da reingucken, man sieht, dass es angeschlossen ist. Ah, das habe ich vergessen. Ihr braucht einen USB-Stecker. Der ist jetzt am Akku angeschlossen, der Motor. An alten am besten, dann könnt ihr oben abschneiden, dann sucht ihr euch den Plus-Minus-Kontakt raus. Das ist, die Stecker haben ja 4 Pole, meistens ist rot ist der Plus und schwarz ist der Ground. Aber das könnt ihr dann mit diesem Messgerät könnt ihr es ja feststellen. So habe ich es gemacht. Ich habe auf der Hauptplatine die Kabel genommen, weil die Schrauben sehr eng sind.
und habe sie auf die Lüsterklemme gesetzt und von der Lüsterklemme aus zum Schalter und zum Potentiometer und so weiter, ja. Und hier ist die für den Schrittmotor, ist auch verlinkt in der Beschreibung, der Treiber. Was wichtig ist, normalerweise kann man den Nano über USB-C USB-C steuern, sollte man aber in diesem Fall nicht machen, weil der Motor zieht ja Leistung, weil er das Objektiv bewegen muss und dann wird der Nano heiß. Also das ist nicht gut, deswegen habe ich mir auch die Hauptplatine gekauft und versorge die Hauptplatine mit 5 Volt. So zieht der Nano seinen Strom über die Hauptplatine und wird nicht heiß und hier hinten der Motortreiber auch, wie er es braucht. Eigentlich ganz einfach. So. Wie gesagt, aber ich verlinke euch alles. Ich verlinke euch auch den Schaltplan, damit ihr wisst, wie ihr ihn anschließen sollt und auch den Code. Weil die sind programmierbar. Aber der Code ist ziemlich einfach. Und bei Fragen könnt ihr auch Gemini benutzen. Das habe ich gemacht. Und Gemini hat mir sehr dabei geholfen. Wirklich wunderbar, das Programm. So, jetzt mache ich wieder zu. Ja, dass es schön fest ist. Und zu. Mal knack, knack. Fertig. Jetzt machen wir mal die Kamera bereit und montieren den Motor. Besser ist es, den Motor auf einem Stativ zu montieren. Auf dem Tisch ist nicht so gut, weil das Zahnrad sich falsch einhaken kann. Also am Motor, also am Stativ habe ich nie Probleme damit. Jetzt am Tisch hatte ich ein paar Mal Probleme. So, jetzt holen wir diese Schiene. Hier ist die Schiene. Die Schraube kann man ganz hinten hin machen. Wir schrauben das dran. Ganz einfach, so, dran schrauben. Gebt mir bitte ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Danke. Gucken, dass man hier einen 90 Grad Winkel erreicht. Ja, das kann man schön so, ja wunderbar. Ein bisschen anziehen mit den Schraubenzieher, aber nur ein wenig. Nicht, dass man die Schrauben da kaputt macht oder die Kamera beschädigt. So, jetzt kann noch ein bisschen. Okay, jetzt kann man es handfest. Jetzt rüttelt da nichts mehr. Ist dran gemacht. Und jetzt verfestigen wir den Motor. Dann nehme ich eine Unterlage, was zu unterlegen, weil das Objektiv sehr groß ist. Ich hoffe, man sieht es gut. Handfest anziehen. Aber wie gesagt, macht es auf dem Stativ fest, ist besser. Okay, es ist dran. Jetzt gehen wir mal gucken, ob sich das auch dreht. Na, es liegt nichts unter. Jetzt gehen wir mal gucken. Hier ist die Fernbedienung. Es dreht sich. Jetzt schneller. Langsamer. Jetzt machen wir mal rückwärts. Schneller. Langsamer. Schneller. Langsamer. Schneller, langsamer. Funktioniert wunderbar. So. So, jetzt kommen wir zu der Arduino-Steuerung. Die möchte ich euch nun erklären, wie man das programmiert. Ihr müsst zuerst das Arduino IDE runterladen, das ist kostenlos. Und wenn ihr meinen Code runtergeladen habt, müsst ihr bei euch im PC anklicken und das Programm öffnet sich automatisch. So, hier sieht man das Programm jetzt mit dem Code. Den möchte ich euch nun erklären ein bisschen. So, der Motor macht insgesamt 2048 Schritte. Hier ist zum Anschließen für die Spulen vom Motor. Normalerweise macht man ja 8, 9, 10, 11. Aber Arduino hat da irgendwie welche Probleme, ich weiß es nicht. Angeschlossen wird es. Das zeige ich euch später im Schaltplan. 8, 9, 10, 11. Aber im Programm wird es verändert zu 8, 10,
9, 11. Hier ist die Geschwindigkeit, ja, von 7 bis 1. 1 ist die geringste Geschwindigkeit und 7 ist die Höchstgeschwindigkeit. Hier unten könnt ihr sehen, hier unten, dass eine Spule vom Motor, die Nummer 9, nee, die Nummer 8 auf High ist. Das ist deswegen, weil die modernen Akkus schalten ab, wenn kein Strom verbraucht wird. Und hier wird dann immer permanent Strom verbraucht. Das heißt, der Akku bleibt an. So, jetzt habt ihr das. Ihr schließt das hier an. Es blinkt. Hier oben müsst ihr den Arduino einstellen. Hier könnt ihr gucken, ob das Programm dann funktioniert. Das ist hier der Taster. Okay, das funktioniert. Und dann drückt ihr einfach hier drauf und der Code wird hier rein programmiert. Das war's. Ihr braucht es nicht mehr. So, und dann kommen wir zu den Schaltplan. Wie gesagt, den Schaltplan und den Code werde ich verlinken. Ihr braucht alles bloß nur runterzuladen. So, hier ist der Schaltplan. Das hier ist in der kleinen Box drin. Das sind die 2 Taster. Ihr müsst unbedingt Taster bestellen, keine Schalter. Die Schalter, die rasten ein. Die Taster halt nicht, ja. Und hier ist der Potentiometer, der 10 Kiloohm, linear. Und hier ist die große Platine. Und hier oben drauf, hier steckt der Arduino Nano drauf. So, ihr seht hier, dass hier zweimal ist Ground, aber einmal 5 Volt. So, von den 5 Volt, die kommen von den USB-Kabel. 5 Volt und der Ground. 5 Volt hier angeschlossen und der Ground angeschlossen. Ja, so, es kommt die 5 Volt, geht einer an den Potentiometer, steht man hier, und einen an den Motortreiber plus. Kann man auch hier sehen, ja, von 5 bis 12 Volt hier dran. Jetzt machen wir den Ground. Der Ground ist hier und hier. Und Ground gehen wir an den Potentiometer auf die rechte Seite. Und von oben, weil der Ground ist ja durchgeschleift, gehen wir an den Motortreiber, an die Platine, an Minus und an S1 und S2. Jetzt kommt vom Potentiometer der Schleifer, das ist der in der Mitte, der ist ganz wichtig. Der kommt hier an A0. Das könnt ihr dann durchzählen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ist gemacht. Jetzt für die Motoren. So. IN1 geht an 8. IN2 geht an 9. IN3 geht an 10. Und IN4 geht an 11. Und 10 und 9 werden im Code später vertauscht, damit der Motor einwandfrei funktioniert. Das war's eigentlich. Ja, hier natürlich der Motorstecker dran stecken. Ist aber ganz einfach, der geht nur auf einer Seite rein. Ist ganz einfach. Jetzt doch, die Schalter haben wir noch vergessen, ja? Von S1 geht es an 3. Ich habe es ein bisschen farblich unterschiedlich gemacht. Von S2 geht es an D. An D2. Das war's. Gebt mir bitte ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Danke. So, nun ist die Kamera aufgebaut und ich will euch den Autofokus zeigen mit meinem Motor. Dann fangen wir mal an. So, hier ist der Fernsehturm. Er wird klarer, er wird klarer. Das ist jetzt von innen gefilmt.
Das heißt, es ziehen die Wärmeschlieren, die sieht man ein wenig, aber das Bild ist klar. Ist wunderbar klar. Man ist natürlich auf Boden, es wackelt natürlich, ja. Aber ist besser, wie wenn man manuell alles fokussieren muss. Man sieht sogar den Turm wackeln. Ja, er wackelt. Jetzt gehen wir mal nebendran auf den anderen Turm. Hier ist der andere Turm. Okay, jetzt machen wir nochmal unscharf. Jetzt ist unscharf. Jetzt hat man schön scharf. Und es wackelt nicht im Bild, wenn man dreht, wenn man scharf stellt und fokussiert. Eigentlich wunderbar. So, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank. Wenn ihr eine Anregung habt, schreibt es in die Kommentare. Und gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Danke.